Der Iran könnte vor einem tiefgreifenden Wandel stehen. Das bestehende politische Regime könnte infolge des militärischen Konflikts mit Israel zusammenbrechen. Es käme zu einer Übergangsregierung, die sich Reformen verpflichtet fühlt. Ein Szenario, das geopolitisch heikel erscheint, eröffnet aus ökonomischer Perspektive enorme Potenziale, vergleichbar mit der Öffnung Chinas in den 1980er Jahren oder dem Transformationsprozess Osteuropas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Meine These ist klar, ein Regimewechsel im Iran könnte die Tür zu einem der letzten großen unerschlossenen Märkte weltweit aufstoßen. Die Tehran Stock Exchange, kurz TSE, und ihr Leitindex TPIX könnten zum Spielfeld für Anleger mit strategischem Weitblick werden. In diesem Video möchte ich dir zeigen, warum und wie. Beginnen wir mit der Frage, was ist TPIX überhaupt? Der TPIX oder Tehran Price Index ist das iranische Pendant zum DAX oder S&P 500. Er umfasst hunderte börsennotierte Unternehmen aus nahezu allen Sektoren, von Energie über Petrochemie und Infrastruktur bis hin zu Pharma, Telekommunikation und IT. Der Zugang für ausländische Investoren ist derzeit durch Sanktionen und Kapitalverkehrskontrollen stark eingeschränkt. Doch genau das macht diesen Markt so spannend. Sollte sich das politische System wandeln, könnten Privatisierungswellen folgen, Sanktionen gelockert werden und westliches Kapital strömt in unterbewertete Unternehmen mit echtem Substanzwert. Besonders attraktiv ist das, weil viele dieser Firmen staatlich dominiert sind und ein Reformprozess ihren inneren Wert freilegen könnte. Natürlich geht es hier nicht um Wunschdenken. Die Risiken sind real. Ein Regimewechsel verläuft nie geordnet. Es kann zu Instabilität, Kapitalflucht, Währungsturbulenzen und regulatorischen Unsicherheiten kommen. Der iranische Rial ist extrem volatil. Eine Hyperinflation in der Übergangsphase ist wahrscheinlich. Auch der Kapitalmarkt selbst ist wenig liquide. Große Kaufvolumen können Kurse verzerren. Doch mit klarem Risikomanagement, etwa durch Diversifikation, Währungshedging und Exit-Strategien, lassen sich diese Herausforderungen handhaben. Denke an die Chancen. Wer sich früh positioniert, könnte von einem Emerging Market Rebound profitieren, wie wir ihn nach Regimewechseln in anderen Ländern erlebt haben. Der Anlagehorizont ist entscheidend. Ich unterscheide 3 Phasen. Kurzfristig, das erste Jahr nach dem Umbruch. Hier erwarte ich extreme Volatilität. Einzelne Aktien können in Tagen zweistellige Prozentbewegungen machen. Für taktisch orientierte Investoren ist das eine Bühne für schnelle Gewinne oder Verluste. Wer schnell reagiert und mit technischer Analyse arbeitet, kann hier erfolgreich agieren. Mittelfristig 1 bis 3 Jahre. Die Regierung beginnt zu reformieren, Privatisierungen werden angekündigt, Infrastrukturprojekte starten, der Kapitalmarkt wird reguliert. Genau in dieser Phase entstehen die größten strukturellen Gewinne, nicht durch Glück, sondern durch strategische Auswahl und Geduld. Langfristig 3 bis 7 Jahre. Der Iran wird in regionale Handelsabkommen eingebunden, der Tourismus kehrt zurück, Industrien modernisieren sich und Unternehmen zahlen verlässlich Dividenden. Hier entstehen die Value- und Dividendenperlen, wie wir sie aus Märkten wie Indien oder Indonesien kennen. Lass uns nun konkret werden. Welche Branchen könnten nach einem Regimewechsel boomen? Erstens Bau und Infrastruktur. Der Iran leidet unter einem massiven Wohnraummangel, schlecht gewarteten Straßen und veralteten Stromnetzen. Ein Aufbauprogramm von mehreren Milliarden $, jährlich wäre zu erwarten, mit direktem Nutzen für Baufirmen, Zementhersteller und Maschinenbauer. Zweitens Energie und Versorgung. Trotz großer Öl- und Gasreserven sind Netze und Anlagen ineffizient. Erneuerbare Energien und private Partnerschaften wären der nächste logische Schritt. Auch ausländische Technologieanbieter könnten endlich Fuß fassen. Drittens Petrochemie. Der Iran zählt zu den größten Produzenten von Öl und Gas, doch seine Raffineriekapazitäten sind veraltet. Nach einer Sanktionslockerung wäre eine Modernisierungswelle zu erwarten. Firmen der chemischen Industrie könnten von Exporterleichterungen profitieren.
Viertens Pharma und Gesundheit. Eine junge Bevölkerung, ein überlastetes Gesundheitssystem und der Wunsch nach internationaler Kooperation. Private Gesundheitskonzerne und Pharmahersteller hätten hier erhebliches Wachstumspotenzial. Fünftens Tourismus. Ein unterschätzter Schatz. Der Iran besitzt eine der reichsten Kulturlandschaften weltweit. Bei politischer Stabilität könnten historische Städte wie Isfahan, Schiraz oder Maschhad Touristenmagneten werden, ebenso wie medizinischer Tourismus. Sechstens Telekommunikation und IT. Ein digitaler Aufholbedarf trifft auf eine junge, technikaffine Bevölkerung. Hier könnten Investitionen in Glasfasernetze, Mobilfunk und Softwareentwicklung explosionsartig steigen, vor allem wenn ausländische Partner eingebunden werden. Jetzt zu den 3 konkreten Titeln, die ich besonders hervorheben möchte. A. Telecommunication Company of Iran, TCI, ein staatlicher Riese mit fast vollständiger Marktabdeckung im Festnetz und dominanter Stellung im Mobilfunk. TCI besitzt das Rückgrat der nationalen Dateninfrastruktur. Ein Regimewechsel könnte hier eine schrittweise Privatisierung anstoßen oder zumindest internationale Partnerschaften ermöglichen. Was macht TCI attraktiv? Hoher Cashflow, stabiles Geschäftsmodell, günstige Bewertung, historisch niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Einstiegssignal wäre eine Ankündigung zur Öffnung für ausländische Investoren. B. Mobarake Steel Company, Fold 1, größter Stahlproduzent im Nahen Osten. Vertikal integriert mit eigener Energieversorgung und Exportinfrastruktur. Das Unternehmen wäre direkter Profiteur jedes Bau- und Infrastrukturprogramms von Wohnungen bis Autobahnen. Kennzahlen: extrem hohe Kapitalrendite, ROCE über 40%, attraktive Dividendenrendite. Einstiegssignal: Rücksetzer nach globalen Rohstoffschwankungen oder Bauauftragsmeldungen. C. National Iranian Copper Industries Company, NICICO, ein Schwergewicht im Bereich Grundstoffe. Kupfer ist zentral für Stromnetze, Gebäude, Elektrofahrzeuge. NICICO könnte bei wachsender Infrastruktur und steigender globaler Kupfernachfrage massiv profitieren. Der Haken: aktuell negative Gewinnmargen, aber das könnte sich bei politischen Reformen und besseren Exportkonditionen rasch ändern. Strategie: geduldige, schrittweise Positionierung, Einstieg bei Anzeichen struktureller Erholung. Fazit und Empfehlungen. Der Iran steht wirtschaftlich auf einem Pulverfass, im positiven Sinne. Wenn der politische Wandel kommt, wird er die Märkte aufrütteln und große Chancen eröffnen. Wer vorbereitet ist, kann profitieren. Wer zögert, verpasst den Einstieg. Meine Empfehlung: beobachte politische Entwicklungen engmaschig. Plane vorausschauend mit klaren Einstiegskriterien und Risikobegrenzung. Kombiniere strategische Aktien wie TCI, Fold 1 und NICICO in einem diversifizierten Portfolio. Denke in Phasen, kurzfristig agil, mittelfristig wachstumsorientiert, langfristig wertfokussiert. Wie siehst du das wirtschaftliche Potenzial des Iran? Würdest du dort investieren? Wenn dir mein Video gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.